Was passiert, wenn jemand einen Menschen nur nach dem beurteilt, was er auf den ersten Blick sieht? Und was, wenn aus einem scheinbar einfachen Diebstahl plötzlich eine Geschichte über Hochmut, Gerechtigkeit und Vergeltung wird? Genau darum geht es in dem Märchen, das wir uns heute gemeinsam ansehen. Und damit herzlich willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch ein Märchen aus aller Welt. Geschichten, die dich für einen Moment aus dem Alltag holen und vielleicht ein kleines bisschen verzaubern. Heute reisen wir an die Ostküste Afrikas zu einem Märchen der Swahili aus Tansania und Kenia. Ich wünsche euch viel Spaß! Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Der blinde Greis und sein Gewehr. Es war einmal ein blinder Greis auf einem Schiff, der wollte nach Maskat fahren. Zuerst waren sie nach Bagdad gekommen. Sie lagen im Hafen und der Kapitän war mit seinen Matrosen an Land gegangen. Nur der Blinde blieb mit seinem Koffer und einem kleinen Jungen auf dem Schiff zurück. Da kam ein Dieb und stahl ihm seinen Koffer. Der Dieb näherte sich im Wasser. Er hatte sich Blätter auf den Kopf gelegt und so schwamm er an das Fahrzeug heran. Er fand den Koffer des alten blinden Mannes und stahl ihn, und der Blinde bemerkte nichts davon. So brachte er den Koffer bis an den Strand und fing dann an zu schreien. Du alter Blinder! Der antwortete, hier bin ich, und wieder, du dort auf dem Schiff. Der Blinde antwortete, ja. Da sagte er zu ihm, wenn die Matrosen und der Kapitän kommen, so halte ich nicht an sie. Ich habe deinen Koffer mitgenommen. Da rief der Blinde ihm zu, wiederhole das noch einmal. Da wiederholte der Dieb, wenn der Kapitän und die Matrosen kommen, so halte dich nicht an sie. Ich habe deinen Koffer mitgenommen. Doch der blinde Greis hatte schon sein Gewehr geladen, und nun fragte er noch einmal, was hast du gesagt? Und jener rief, wenn du es gehört hast, so höre es, wenn du es nicht gehört hast, basta. Er hatte die Worte kaum vollendet, da schoss ihm der Blinde die Kugel in den Mund hinein. Und dann sagte er zu seinem kleinen Jungen, geh hin und bringe den Koffer zurück, der Dieb ist tot. Der Junge brachte den Koffer zurück und er fand alles Geld noch darin. Doch was steckt genau hinter dem Märchen? Analyse Teil 1: Blindheit, Wahrnehmung und Täuschung. Das Märchen beginnt mit einer scheinbar eindeutigen Rollenverteilung. Ein alter, blinder Mann wirkt auf den ersten Blick hilflos, verletzlich und den Umständen ausgeliefert. Bereits hier spielt die Geschichte jedoch mit den Erwartungen der Zuhörer. Blindheit wird zunächst als körperliche Einschränkung dargestellt, entwickelt sich aber im Verlauf des Märchens zu einem Symbol dafür, dass äußere Wahrnehmungen nicht zwangsläufig über Klugheit oder Handlungsfähigkeit entscheidet. Der Dieb nutzt genau diese vermeintliche Schwäche aus. Er tarnt sich mit Blättern, nähert sich unbemerkt über das Wasser und geht selbstverständlich davon aus, dass ein blinder Mensch weder seine Tat bemerken noch sich wehren könne. Seine Überlegenheit basiert ausschließlich auf Vorurteilen. Er unterschätzt den alten Mann vollständig. Interessant ist dabei, dass der Blinde seine körperliche Behinderung durch andere Fähigkeiten ausgleicht. Er hört aufmerksam zu, lässt den Dieb mehrfach sprechen und gewinnt dadurch genügend Zeit, um dessen Position genau zu bestimmen. Seine Blindheit zwingt ihn, seine übrigen Sinne präziser einzusetzen.
Dadurch kehrt das Märchen die Machtverhältnisse um. Nicht der Sehende kontrolliert die Situation, sondern der Blinde. Analyse Teil 2: Der Dieb und die Moral von Hochmut. Der Dieb erscheint zunächst geschickt. Seine Tarnung ist kreativ, sein Vorgehen leise und gut geplant. Doch unmittelbar nach dem erfolgreichen Diebstahl begeht er einen folgenschweren Fehler. Er verspürt das Bedürfnis, sein Opfer zu verspotten. Anstatt mit dem gestohlenen Koffer einfach zu verschwinden, ruft er dem Blinden laut zu, dass er den Koffer gestohlen habe. Dieser Moment verändert die gesamte Geschichte. Aus einem erfolgreichen Diebstahl wird ein Akt der Demütigung. Der Dieb möchte nicht nur Besitz erlangen, sondern seine Überlegenheit demonstrieren. Genau dieser Hochmut führt zu seinem Untergang. Dieses Motiv findet sich in zahlreichen Märchen weltweit. Nicht der eigentliche Diebstahl wird bestraft, sondern die Arroganz danach. Der Täter glaubt sich bereits in Sicherheit und verliert dadurch jede Vorsicht. Seine eigene Selbstüberschätzung macht ihn verwundbar. Gesellschaftlich lässt sich dies als Warnung vor Überheblichkeit verstehen. Macht oder Erfolg können Menschen dazu verleiten, andere herabzusetzen. Das Märchen zeigt, dass genau in diesem Moment die Kontrolle verloren geht. Gleichzeitig offenbart die Erzählung ein traditionelles Gerechtigkeitsverständnis. Es gibt keine Gerichte, keine Polizei und keine Untersuchung. Die Strafe erfolgt unmittelbar durch das Opfer selbst. Aus heutiger Sicht wirkt diese Form der Selbstjustiz äußerst problematisch. Der Tod des Diebes erscheint im Märchen selbstverständlich und wird weder hinterfragt noch bedauert. Gerade hierhin zeigt sich die historische Entstehungszeit vieler Volksmärchen. Sie spiegeln Gesellschaften wider, in denen staatliche Rechtssysteme oft schwach oder weit entfernt waren. Schutz des Eigentums bedeutete häufig Selbstschutz. Moderne Leser empfinden diese unmittelbare Tötung dagegen eher als unverhältnismäßig. Analyse Teil 3: Gewalt als legitime Lösung? Der dramatischste Moment der Geschichte ist der tödliche Schuss. Bemerkenswert ist, dass der Erzähler diesen Akt völlig nüchtern beschreibt. Es gibt keine moralischen Zweifel, kein Mitgefühl mit dem Dieb und keine Konsequenzen für den Greis. Stattdessen geht die Handlung unmittelbar weiter. Der Junge holt den Koffer zurück, das Geld ist vollständig vorhanden und die Geschichte endet. Gerade dieses Ende offenbart die Wertewelt des Märchens. Der Fokus liegt ausschließlich auf die Wiederherstellung der Ordnung. Eigentum kehrt zum rechtmäßigen Besitzer zurück, der Täter verschwindet aus der Handlung. Damit gilt der Konflikt als gelöst. Aus heutiger Perspektive wirkt diese Moral problematisch. Das Märchen vermittelt implizit, dass tödliche Gewalt ein legitimes Mittel sein könne, um Eigentum zurückzuverlangen. Moderne Rechtsstaaten vertreten hingegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Selbst schwere Diebstähle rechtfertigen normalerweise keine Tötung. Man kann die Geschichte daher auch als Spiegel historischer Lebensbedingungen verstehen. In früheren Zeiten konnten Besitzer oder Geld über das Überleben einer Person entscheiden. Der Verlust eines gesamten Vermögens konnte Hunger, Armut oder den Tod bedeuten. Vor diesem Hintergrund erscheint der Koffer weit bedeutender als für heutige Leser. Dennoch bleibt die Geschichte ambivalent. Einerseits feiert sich die Klugheit des alten Mannes, andererseits glorifiziert sie eine Form der Vergeltung, die moderne moralische Vorstellungen klar ablehnen würden. Gerade deshalb eignet sich das Märchen gut für eine kritische Auseinandersetzung mit historischen Wertevorstellungen. Es zeigt, wie stark Moralvorstellungen vom jeweiligen gesellschaftlichen Kontext abhängen.
Analyse Teil 4 – Gesellschaftliche Bedeutung und Gesamtbedeutung. Auf den ersten Blick erzählt das Märchen lediglich von einem Diebstahl. Tatsächlich behandelt es jedoch mehrere grundlegende Themen menschlichen Zusammenlebens. Im Zentrum steht das Spannungsverhältnis zwischen äußerem Schein und tatsächlicher Stärke. Der alte blinde Mann wird unterschätzt, weil seine Behinderung als Zeichen von Hilflosigkeit interpretiert wird. Der Dieb überschätzt sich selbst und bezahlt diese Fehleinschätzung mit seinem Leben. Das Märchen fordert seine Zuhörer deshalb dazu auf, Menschen nicht nach ihrem äußeren Erscheinungsbild zu beurteilen. Erfahrung, Intelligenz und Ruhe können wichtiger sein als körperliche Fähigkeiten. Zugleich verdeutlicht die Geschichte, wie eng Besitz und Macht miteinander verbunden sind. Der gesamte Konflikt entsteht durch den Wunsch nach materiellem Gewinn. Geld besitzt einen so hohen Stellenwert, dass dafür ein Mensch stirbt. Damit verweist das Märchen auf eine Gesellschaft, in der Eigentum einen enormen Wert besitzt und sein Verlust existenzielle Folgen haben kann. Interessant ist außerdem die Rolle des Jungen. Er greift nicht aktiv in den Konflikt ein, sondern führt lediglich den Befehl des Greises aus. Damit symbolisiert er Vertrauen, Loyalität und die Weitergabe von Autorität zwischen den Generationen. Insgesamt wirkt das Märchen heute ungewöhnlich hart. Seine Botschaften sind nicht eindeutig positiv oder negativ. Einerseits kritisiert es Vorurteile, Arroganz und Kriminalität, andererseits legitimiert es Selbstjustiz und tödliche Gewalt. Gerade diese Widersprüchlichkeit macht die Geschichte interessant. Sie zeigt weniger, wie Menschen handeln sollten, sondern vielmehr, welche Vorstellungen von Gerechtigkeit, Eigentum und Macht in der Gesellschaft existieren, aus der dieses Märchen stammt. Für heutige Leser liegt der größte Wert der Erzählung daher nicht in ihrer Moral, sondern darin, historische Denkweisen sichtbar zu machen. Sie erinnert daran, dass Gerechtigkeit und Recht keine zeitlosen Größen sind, sondern sich gemeinsam mit gesellschaftlichen Werten verändern. Wenn wir dieses Märchen heute betrachten, wirkt es zunächst wie eine klassische Geschichte, in der ein Dieb am Ende seine gerechte Strafe erhält. Doch bei genauerem Hinsehen wirft die Erzählung einige Fragen auf und zeigt, wie sehr sich unser Verständnis von Gerechtigkeit im Laufe der Zeit verändert hat. Eine Botschaft des Märchens ist bis heute aktuell. Der blinde Greis wird vom Dieb sofort als wehrlos eingeschätzt. Weil er alt ist und nicht sehen kann, glaubt der Dieb, ihm überlegen zu sein. Und genau diese Arroganz wird ihm jedoch zum Verhängnis. Der Greis bleibt ruhig, hört aufmerksam zu und nutzt seine Erfahrung, um die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Die Geschichte erinnert uns daran, Menschen nicht aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung zu unterschätzen. Problematisch wird das Märchen jedoch in dem Moment, als der Greis den Dieb erschießt. Der Koffer ist zwar gestohlen worden, doch der Dieb stellt zu diesem Zeitpunkt keine unmittelbare Gefahr mehr dar. Trotzdem wird sein Tod als völlig selbstverständlich dargestellt. Anschließend holt der Junge den Koffer zurück, das Geld ist noch vollständig vorhanden und die Geschichte endet, ohne den Schuss oder seine Folgen zu hinterfragen. Aus heutiger Sicht ist das schwer nachzuvollziehen. In einem Rechtsstaat entscheidet nicht das Opfer über die Strafe, sondern ein Gericht. Eigentum ist schützenswert, rechtfertigt jedoch grundsätzlich keine tödliche Gewalt. Der Greis würde deshalb heute kaum als Held gelten, sondern müsste sich selbst für seine Tat verantworten. Ebenso auffällig ist, dass das Märchen keinerlei Mitgefühl mit dem Dieb zeigt. Sein Tod wird nüchtern erzählt und spielt unmittelbar danach keine Rolle mehr. Gewalt erscheint als legitime Lösung des Konflikts. Eine Sichtweise, die moderne Vorstellungen von Recht und Moral widerspricht. Dennoch sollte man das Märchen nicht ausschließlich mit heutigen Maßstäben bewerten. Es entstand vermutlich in einer Zeit, in der Reisen gefährlich waren, staatliche Gerichte oft nicht erreichbar waren und der Verlust des eigenen Vermögens existenzbedrohende Folgen haben konnte. Vor diesem Hintergrund wird verständlicher, weshalb Selbstschutz und Vergeltung damals einen anderen Stellenwert hatten. Gleichzeitig enthält es eine Botschaft, die bis heute Bestand hat.
Wer andere unterschätzt oder sich von Überheblichkeit leiten lässt, läuft Gefahr, am Ende an den eigenen Vorurteilen zu scheitern. So, bevor wir zum Fazit kommen, würde mich eure Meinung zu diesem Märchen interessieren. Wie habt ihr die Geschichte des blinden Greises und des Diebes verstanden? Hattet ihr das Gefühl, dass der Greis gerecht gehandelt hat, oder ging seine Reaktion für euch zu weit? Wie bewertet ihr den Dieb? Ist er letztlich nur an seiner eigenen Arroganz gescheitert, oder hättet ihr euch ein anderes Ende gewünscht? Und was glaubt ihr, wollte das Märchen tatsächlich zeigen? Dass Gewalt eine gerechte Antwort auf Unrecht sein kann? Oder spiegelt es vielmehr die Werte wider, in der Gerechtigkeit anders verstanden wurde als heute? Welche Botschaft habt ihr persönlich aus der Geschichte mitnehmen können? Geht es für euch vor allem darum, Menschen nicht zu unterschätzen, um Hochmut, um Vergeltung, oder habt ihr das Märchen ganz anders interpretiert? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ich lese eure Antworten immer sehr gerne und bin gespannt, welche Sichtweisen ihr auf das Märchen habt. Vielleicht sind euch auch Details oder Symboliken aufgefallen, die ich in meiner Analyse gar nicht erwähnt habe. Lasst uns gemeinsam über das Märchen diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinung. Analyse Teil 5. Fazit. Doch was sagt uns das Märchen in Bezug zu unserer Gesellschaft? Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Märchen zwei sehr unterschiedliche Botschaften in sich vereint. Einerseits fordert es dazu auf, Menschen nicht nach ihrem äußeren Erscheinungsbild zu beurteilen. Der blinde Greis wird unterschätzt, weil seine Behinderung mit Schwäche gleichgesetzt wird. Ein Vorurteil, das sich als fataler Irrtum erweist. Diese Aussage ist zeitlos und besitzt auch heute noch gesellschaftliche Relevanz. Andererseits vermittelt die Geschichte ein Verständnis von Gerechtigkeit, das aus heutiger Sicht kritisch zu betrachten ist. Der Dieb erhält keine Möglichkeit, sich zu verantworten. Stattdessen wird sein Tod als selbstverständliche und angemessene Konsequenz seines Handelns dargestellt. Moderne Rechtsstaaten beruhen jedoch auf einem anderen Prinzip. Schuld und Strafe werden nicht vom Einzelnen entschieden, sondern von unabhängigen Gerichten. Gerade darin zeigt sich, wie stark sich unser Verständnis von Recht und Gerechtigkeit im Laufe der Geschichte verändert hat. Vielleicht liegt die eigentliche Stärke dieses Märchens deshalb nicht in seiner Moral, sondern darin, dass es historische Wertevorstellungen sichtbar macht. Es erinnert uns daran, dass Geschichten immer auch die Gesellschaft widerspiegeln, aus der sie stammen. Was früher als gerechte Vergeltung galt, würden viele Menschen heute als unverhältnismäßig oder sogar als Unrecht ansehen. Gerade deshalb lohnt es sich, solche Märchen nicht unkritisch als Handlungsanweisungen zu lesen, sondern als Zeugnisse ihrer Zeit. Sie eröffnen die Möglichkeit, über unsere eigenen Werte nachzudenken und zu erkennen, dass Vorstellungen von Gerechtigkeit, Macht und Verantwortung nicht unveränderlich sind, sondern sich gemeinsam mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.